Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Akademie. In diesem Video zeige ich dir, wie wir Contao 4 über den Contao Manager installieren. Zunächst einmal gehen wir auf contao.org, um den Manager herunterzuladen. Hier können wir auf den Button Download klicken oder wir gehen hier oben auf das Menü und gehen in den Bereich Download. Im Download-Bereich finden wir dann eben die Contao 4.4 Version oder eben neuer und Contao 3.5. Wir wollen natürlich jetzt Contao 4 installieren. Deswegen gehen wir hier auf den Reiter Contao 4. Wir haben hier jetzt mehrere Möglichkeiten, Contao 4 zu installieren. Uns interessiert uns jetzt nur der Contao Manager. Der Zusatz Beta soll uns hier jetzt nicht irritieren. Das ganze Tool funktioniert schon hervorragend, aber es wird natürlich jetzt um Zug und Zug noch verbessert, bis eine Stable-Version herauskommt. Was müssen wir jetzt tun? Wir klicken jetzt einfach auf den Button Download und der Download startet. Nachdem wir nun den Download abgeschlossen haben, finden wir in unserem Dateiverzeichnis oder Explorer eben eine contao-manager.var. Und genau diese Datei müssen wir jetzt mit einem FTP-Programm auf unseren Server hochladen. Ich verwende hier jetzt den FileZilla. Ich habe mich bereits jetzt mit meinem Server verbunden und wichtig, ich muss jetzt auf dem Server zunächst einen neuen Ordner anlegen. Ich darf nicht Contao 4 direkt in den htdocs oder Public-Ordner installieren, sondern ich muss hier zwingend einen neuen Unterordner anlegen. Das heißt, mein Hosting muss später auch unterstützen, dass mein Document Root auf einen speziellen Unterordner gesetzt werden kann. Das heißt, ich lege jetzt einen neuen Ordner an. In dem Fall nenne ich den jetzt Manager 2 und ich wechsle in diesen Ordner. In diesem Ordner muss ich jetzt ein weiteres Verzeichnis anlegen und zwar mit dem Namen Web. Ich muss das genauso machen, wenn das nicht der Fall ist, funktioniert später meine Installation nicht korrekt. Also wichtig, nicht in den Hauptordner, sondern einen eigenen Unterordner und in diesem Unterordner dann einen weiteren Ordner mit dem Namen Web anlegen. Wichtig, Kleinschreibung, alles genauso wie hier im Video gezeigt, sonst funktioniert es nicht. Anschließend übertrage ich meine contao-manager.var auf den Server. Ganz wichtig ist, dass ich beim Transfer darauf achte, dass das Ganze im Binärmodus übertragen wird, sonst funktioniert das Ganze nicht. Normalerweise werden VAR-Dateien im Binärmodus übertragen, falls du aber hier Probleme hast, stelle explizit auf den Binärmodus um. Wenn der Upload dann erfolgreich ist, dann musst du unbedingt jetzt diesen Contao Manager .var in .var.php umbenennen, da sonst bestimmte Webserver Probleme damit haben. Wie gesagt, wenn du Probleme später hast beim Aufrufen des Managers, dann kann es daran liegen, dass die Datei nicht im Binärmodus übertragen wurde. Wenn wir nun erfolgreich die Datei umbenannt haben, müssen wir noch unseren Document Root auf unserem Webserver konfigurieren. Die Einstellung ist bei jedem Hoster anders. Wichtig ist, dass du eine eigene Subdomain für Contao 4 konfigurierst. Die Konfiguration muss jetzt eben auf den Unterordner Web zeigen. Wir sehen, hier habe ich den Ordner Manager 2-Web. Wie gesagt, das ist ganz wichtig. Wenn nämlich das nicht auf den Unterordner Web zeigt, funktioniert das Ganze nicht. Wie das im Detail bei deinem Hoster aussieht, weiß ich natürlich nicht. Wichtig ist eben, dass dein Hoster unterstützen muss, dass du für jede Domain ein eigenes Zielverzeichnis oder Document Root angeben kannst. In meinem Fall wäre das eben jetzt Manager 2-Web. Im nächsten Schritt können wir nun mit der Installation beginnen. Das heißt, ich gehe jetzt auf meine soeben neu angelegte Subdomain, in dem Fall cm.contao-academy.de und sage dann /contao-manager.var.php. Anschließend sende ich das Ganze ab und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann kommt mir jetzt der Willkommensdialog vom Contao Manager. Wir sehen hier, der Manager bringt uns eine Fehlermeldung, dass wir hier das Ganze ohne HTTPS aufrufen. Das ist soweit normal. Du solltest natürlich hier später deinen Server mit HTTPS konfigurieren und dann verschwindet auch diese Fehlermeldung. Zunächst einmal müssen wir den Contao Manager konfigurieren. Dazu legen wir ein eigenes Benutzerkonto an. Wichtig bei diesem Benutzerkonto, das Benutzerkonto hat rein gar nichts mit deiner Contao 4 Installation zu tun. Das heißt, die Benutzerverwaltung vom Contao Manager ist komplett getrennt von der Benutzerverwaltung von Contao 4. Das heißt, du musst dir hier einen Benutzer merken, der eben nichts mit Contao zu tun hat. Du kannst natürlich den gleichen verwenden für das Install-Tool, aber wichtig, der Benutzer hier ist eben nur für den Contao Manager. In meinem Fall lege ich einen Benutzer-Admin an, du kannst das natürlich auch CM-Admin oder jeglichen anderen Benutzer nennen. Dann natürlich ein Passwort. Nachdem du nun dein Benutzerkonto hier oben für den Manager angegeben hast, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zur Contao-Installation. Wenn du ein Hosting hast, das korrekt konfiguriert ist, dann findest du hier keine weiteren Einstellungen. Das heißt, du kannst hier die Version auswählen, wenn es eine neuere wie Contao 4.4 gibt und du kannst dann hier auf Contao installieren klicken. Zur Sicherheit solltest du aber hier nochmal auf das Zahnrad klicken und findest dann hier den Expertenmodus. Denn ganz wichtig, es muss hier die richtige PHP-Binary erkannt werden. In meinem Fall ist das so, dass hier eben PHP 7.1 erkannt wird.
Ich würde dir auch empfehlen, schau immer, dass Contao 4 unter PHP 7.1 läuft, denn hier läuft es einfach am besten und am schnellsten. Wenn bei dir der PHP-Binary nicht erkannt wurde oder nicht richtig, musst du das selbst korrekt eintragen. Entweder kannst du dazu noch jetzt an den Support deines Hostings eine Mail schreiben oder falls du einen Zugang zur Kommandozeile hast, kannst du eben selbst versuchen, die richtige Binary herauszufinden. In meinem Fall ist alles okay und ich klicke jetzt auf Contao installieren. Der Contao Manager beginnt jetzt mit der Installation von Contao 4. Je nach Anbindung kann es jetzt zwischen 1 bis 3 Minuten dauern. Wenn du die Details sehen willst, kannst du hier auf Konsolenausgabe anzeigen klicken und du siehst im Hintergrund ruft der Contao Manager den Composer auf und führt alle nötigen Befehle zur Installation von Contao 4 aus. Wir müssen also jetzt diesen Prozess abwarten und sobald alles installiert ist, kommen wir zum nächsten Schritt. Sobald der Contao Manager dann Contao installiert hat, das heißt alle Dateien auf den Server geladen, müssen wir das Install-Tool starten. Das heißt, ich klicke hier auf Install-Tool und der Contao Manager ruft das Contao Install-Tool auf. Und zwar unter --Contao --Install. Ich klicke dann auf Lizenz akzeptieren und muss jetzt ein Passwort vergeben. Dieses Passwort ist für das Contao Install-Tool und hat nichts mit dem Contao Manager zu tun. Ich komme jetzt zu dem Punkt, wo ich die Datenbankverbindung einstellen muss. Das heißt, ich habe hier die Daten meines Hosters und trage hier diese einfach ein. Zum Schluss klicke ich auf Einstellungen speichern und wenn alles richtig funktioniert hat, dann muss ich jetzt die Datenbank aktualisieren. Das heißt, Contao legt jetzt die nötigen Tabellen innerhalb der Datenbank an. Dazu klicke ich einfach auf Datenbank aktualisieren und das Ganze passiert automatisch. Wenn ich jetzt diesen Schritt abgeschlossen habe, dann muss ich genauso wie bei Contao 3.5 hier ein Administratorkonto anlegen. Das werde ich jetzt kurz machen. Wenn ich das Administratorkonto angelegt habe, dann ist die Installation von Contao 4 abgeschlossen und ich könnte mich jetzt erfolgreich im Backend anmelden. Wir wechseln aber jetzt nochmal zurück in den Contao Manager und wir sehen auch hier Finished without errors und ich sage bestätigen und schließen. Hiermit habe ich jetzt komplett die Contao Installation über den Contao Manager abgeschlossen. Ich kann also jetzt hier oben auf das Zahnrad klicken und auf Abmelden gehen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Wenn du mehr über Contao 4 erfahren möchtest, dann besuche doch meine Webseite unter contao-academy.de/contao 4 und trag deine E-Mail-Adresse ein und ich werde dich regelmäßig über Contao 4 und neue Videos informieren.